Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, Strickerin und Übersetzerin vorwiegend. Ich entwickle aber auch Übersetzerkurse und schreibe vorwiegend Sachbücher, manchmal. Und ich wohne in der Stadt, die es nicht gibt, in Bielefeld, in einem Vorort von Bielefeld eigentlich. Und bei mir wohnen noch mein großer Hund, der uns heute leider keine Gesellschaft leistet, und meine kleine Tochter, über die ich auch immer wieder spreche, beziehungsweise ich zeige immer wieder Sachen, die ich stricke. Ja, und in diesem Podcast, wie ihr wisst, vielleicht, wenn ihr nicht zum ersten Mal eingeschaltet habt, geht es vorwiegend ums Stricken. Manchmal geht es auch ums Übersetzen oder andere Aspekte meiner beruflichen oder Hobbytätigkeiten. Aber im Grunde geht es auf jeden Fall immer um Stricken, schwerpunktmäßig. Ja, ich bin noch ein bisschen aus der Puste. Ich bin gerade noch hin und her von oben nach unten und von unten nach oben gelaufen, um alles vorzubereiten und in der einen Stunde Mittagspause, die mir zur Verfügung steht, diese Aufnahme zu machen, damit ihr nicht zu lange warten müsst auf die nächste Folge. Und heute sind wir in der zweiten Folge meines Mallorca-Vlogs. Das wird auch die letzte Folge jetzt erstmal über Mallorca sein, weil mehr Stuff, wollte ich sagen auf Englisch. Mehr Stoff habe ich einfach nicht, weil ich schon wieder zurück bin, beziehungsweise wir schon wieder zurück sind. Und noch ist nicht ganz absehbar, wann wir nochmal nach Mallorca fliegen werden. Irgendwann machen wir das bestimmt, weil wir natürlich in den paar Tagen, die wir da waren, nie so viel machen konnten. Also ich war schon sehr, sehr häufig auf Mallorca früher, bevor ich meine Tochter bekam. Dann habe ich halt ein kleines Kind und jetzt ist meine Tochter 6 und sie war jetzt zum ersten Mal mit mir auf Mallorca und ich habe versucht, die paar Tage, die wir dort verbringen konnten, nicht zu voll zu gestalten, sowohl für mich als auch für sie, damit wir uns beide erholen können und damit sie nicht zu sehr überschüttet wird mit neuen Eindrücken. Also sie hat ja quasi ihr halbes Leben in der Corona-Zeit verbracht und wir sind nicht so häufig weggeflogen oder in den Urlaub geflogen. Wir sind schon ein paar Mal geflogen, bevor Corona angefangen hat. Das war jetzt der erste Urlaub so weit weg, dass wir fliegen mussten. Und ich habe versucht, nicht zu viel ihr zuzumuten, nicht so viele neue Eindrücke, vor allem, weil sie vorher und eigentlich auf Mallorca auch noch erkältet war. Und ich wollte halt einfach nur, dass wir uns irgendwie erholen, deswegen nicht so viel gemacht. Sonst weiß ich ja eigentlich ganz genau, wo man auf Mallorca oder mehr oder weniger genau, wo man auf Mallorca hingehen kann. Nur hatte ich das natürlich früher alles aus der Perspektive einer Frau bzw. eines erwachsenen Menschen gemacht. Nicht Frau, also Frau und Mensch. Und nie so darauf geachtet, was für Kinder vielleicht spannend wäre. Und ja, das war auch noch so ein bisschen ein Kompromiss, beziehungsweise ich musste mein Wissen darüber, wie man auf Mallorca Zeit verbringt, irgendwie mit den Augen eines sechsjährigen Mädchens bewerten. Und das war, glaube ich, okay. Also ich glaube, wir haben eine gute Mitte, kann ich nicht sagen, gefunden. Also es dominierte eindeutig etwas, was für sie spannend war. Aber ich hatte ja mein Stricken und daher war das, glaube ich, insgesamt ausgeglichen. Ja, also grundsätzlich habe ich nicht so viel aufnehmen können. Ich konnte zwischendurch mal Videoaufnahmen machen auf Mallorca, aber ich konnte auf jeden Fall keine Podcast-Folge oder keine Vlog-Folge aufnehmen. Ich habe halt nur so ein bisschen Aufnahmen gemacht. Die werde ich hier und da mal, während ich spreche, einstreuen, sodass ihr das sehen könnt, was ich vielleicht erwähne, falls ich dazu Fotos oder Videos gemacht habe. Genau. Und grundsätzlich wird es heute um Folgendes gehen.
Ich werde, also genau, es gab ja in der ersten Mallorca-Vlog-Folge, habe ich darüber gesprochen, wie meine Gedanken darüber sind, was ich mitnehmen möchte, wie ich es mitnehmen möchte, wie es mit dem Fliegen sein könnte und so weiter. Also quasi die Vorbereitungen, die Reisevorbereitungen. Ihr könnt euch die erste Folge angucken, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen wie so eine, ja, Serie kann man natürlich nicht sagen, aber auf jeden Fall bauen beide Folgen aufeinander auf. Und heute werde ich dann erzählen, wofür ich mich entschieden habe. Ich werde auch hier und da mal die Fotos einstreuen, die ich gemacht habe, oder Videos. Ja, genau, was ich mitgenommen habe. Dann werde ich ja, so ein bisschen berichten über meine Zeit dort aus der Strickersicht. Dann werde ich darüber sprechen, wie es mit dem Fliegen und Stricken war. Und ich habe hier einen Plan. In jedem Fall habe ich heute mir wieder einiges vorgenommen. Ich hoffe, ich schaffe es in einer Stunde, also mittlerweile ist das weniger als eine Stunde, mittlerweile sind es nur noch 40 Minuten. Ich versuche aber nicht schneller zu sprechen. Das kann ich nämlich auch ganz gut, viel zu schnell zu sprechen, sodass es keinen Spaß mehr macht zuzuhören. Ich komme jetzt zur Ruhe und starte mit meinem Bericht über unsere Strickreise, bei der nur ich gestrickt habe. Ja, mit dem Bericht über meine Strickreise. Ja, auf Mallorca waren wir letzte Woche von Dienstag bis Sonntag, also insgesamt 6 Tage. Am ersten Tag sind wir am relativ frühen Vormittag hingeflogen und am letzten Tag sind wir mittags oder frühen Nachmittag zurückgekommen. Wir sind ab Düsseldorf geflogen mit Eurowings, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Das war der zeitlich bequemste Flug, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und ja, auf Mallorca war es schön. Ja, es waren, ich würde sagen, rund 10 Grad, 10 bis 15 Grad mehr jeden Tag als hier in Deutschland oder zumindest als in Bielefeld. Ja, es waren so 18, 19 Grad im Schatten. In der Sonne war es deutlich mehr, sodass man wirklich sich eincremen musste oder halt aufpassen musste, dass man nicht zu lange in der Sonne bleibt. Man konnte auch schön ins Meer gehen. Es war ein bisschen windig, aber es war trotzdem schön. Ja, das Wasser war erträglich. Ich denke, das Wasser hatte auch so 17, 18 Grad. Also ist jetzt nicht unbedingt so die schönste Schwimmtemperatur, insbesondere für ein Kind. Aber meine Tochter hat das Mittelmeer zum ersten Mal gesehen und sie fand das sehr, sehr, sehr schön. Ich kannte ja so alle Vorzüge des Mittelmeers schon, fand es aber auch schön, wieder am Mittelmeer zu sein, wieder meine Füße ins Meer zu tunken und ja, das Meer so als Mama zu sehen, mehr vielleicht auch. Ja, es war einfach nur eine schöne Zeit mit dem Kind, mit vielen Strandspaziergängen, mit ja, Muscheln suchen, von denen es ja nicht so viele gibt an Mallorcas Stränden. Wir hatten ein sehr gutes Hotel. Wir waren in Ilietas und da hatten wir, ich weiß nicht, ob das, nee, keine Ahnung, ob ich das Hotel nennen soll. Falls ihr Interesse habt, welches Hotel das war, schreibt mich bitte persönlich an über Instagram oder die E-Mail-Adresse, die auch auf YouTube steht. Dann schreibe ich, welches Hotel das war. Also ich kann das Hotel uneingeschränkt empfehlen. Das hatte 4 Sterne. Ich leiste mir häufig im Urlaub bessere Hotels, als ja, ich das preislich vielleicht sollte, ehrlich gesagt. Aber mir ist halt im Urlaub wichtig, dass ich mich wirklich entspannen kann und mich nicht großartig mit irgendwelchen nicht ganz sauberen Zimmern oder weiß ich nicht, mit dem Essen kochen zum Beispiel auseinandersetzen muss. Da hatten wir keine Vollpension, aber wir hatten das Frühstück
und wir haben Abendessen. Eigentlich ist das mittlerweile Vollpension, aber ich hatte vorher nur das Frühstück gebucht. Abendessen kam später dazu, aber wir gesehen haben, das ist wirklich richtig gutes Essen, eine sehr gute Auswahl. Meine Tochter ist sehr schwer, was Essen angeht, also sehr schwer zufriedenzustellen, was Essen angeht. Sie isst nur ganz wenige Lebensmittel und die dann auch noch auf eine ganz besondere Art und Weise zubereitet. Und da ging es dann. Was ich auch besonders schön finde in Spanien, fällt mir das immer wieder auf, dass Kinder wie Könige behandelt werden mit besonderem Respekt. Ja, und so führte es dazu, dass meine Tochter zum Beispiel auch ihren Kakao bekam, obwohl kein Kakao auf der Speisekarte stand, sondern der Kellner ist einfach halt in die Küche gegangen und dann wieder zurückgekommen mit einem Kakao. Ich habe dann meine Spanischkenntnisse einsetzen können. Ich habe Spanisch mal gelernt, bis, für diejenigen, die sich auskennen, bis B2-Niveau. Das ist so ein mittelgutes Sprech- und Schreib- und Lese- und Verständnisniveau. Das reichte auf jeden Fall gut aus, um im Urlaub wirklich Spanisch zu sprechen mit Spaniern, wenn man da welche getroffen hat. Und das kam dann plötzlich wieder. Das fand ich sehr schön. Und ich konnte auch einiges verstehen, was mir gesagt wurde. Und das macht, glaube ich, auch nochmal das Kommunizieren mit Kellnern, mit dem Hotelpersonal, mit Menschen auf der Straße, wenn man mal irgendwie sich verlaufen hat, viel einfacher und ist auch respektvoll dem Land gegenüber. Das finde ich sehr wichtig. Ja, es war ein bisschen windig, aber wenn man eine dünne Windjacke anhatte, war es perfekt. Wir sind auf jeden Fall gesünder zurückgekommen, als wir gestartet sind. Und ja, wie immer, Mallorca-Urlaub, immer zu empfehlen. Ja, abseits von Es Arenal vielleicht, also je nachdem natürlich, was ihr jetzt im Urlaub so vorzieht. Ich mag aber Mallorca wirklich als ein Urlaubsort, als einen ruhigen Urlaubsort. Es gibt sehr viele schöne Orte und sehr gutes Essen, das Meer und so weiter. Es ist sauber, es ist entspannt, es ist schön. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Mein absolutes Highlight bei dieser Reise war natürlich mein auf Instagram bereits erwähnter und ich glaube auch in der ersten Folge des Mallorca-Vlogs angekündigter Besuch bei Open Studio 79 bei der Tatjana. Ja, wir waren da. Das Open Studio 79 ist eine Werkstatt und gleichzeitig ein Laden, ein Wollladen, aber nicht nur Wolle, dazu sage ich gleich was von einer Künstlerin namens Tatjana Sarasa geführt wird. Tatjana spricht Deutsch, sie ist Halbdeutsche, ihre Mama war oder ist hoffentlich noch Deutsche, also ich hoffe, sie lebt noch, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass Tatjana sagte, war Deutsche. Genau. Das ist halt, also wenn man reingeht, ich habe hier sicherlich schon ein paar Fotos eingestellt, wenn man reingeht, fühlt man sich wie in einer schönen, entspannten Faserwelt und Stoffwelt. Es ist auch wie eine Werkstatt so gestaltet, sodass man reingeht und so alte Webstühle oder andere Gerätschaften aus Holz sehen kann und dann hängt und liegt hier und da mal Wolle oder Stoffe und es sind so ein paar Werkstatttische zu sehen und sowas. Also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Ich leuchte hier, blende hier so Videos und Fotos ein. Und ja, ich habe mich da wie zu Hause gefühlt. Tatjana ist auch ein sehr zuvorkommender, sehr, sehr netter, sehr angenehmer Mensch. Ich weiß auch nicht, also ich habe mich wirklich gut aufgehoben gefühlt und sogar meine Tochter, also sie ist ja auch so ein bisschen wie ich, hibbelig kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ein aktives Kind und sogar sie hat das eine gute halbe Stunde ausgehalten. Ja, sonst mag sie es nicht, wenn ich in einen Wollshop reingehe, weil das für sie bedeutet, warten zu müssen, aber da war es schön und auch für sie irgendwie schön. Sie durfte sich auch ein bisschen Wolle aussuchen. Naja, am Ende habe ich sie nicht gekauft, diese Wolle. Ja, in jedem Fall
vielleicht von Anfang an wieder. Die 79 im Titel Open Studio 79 rührt wohl daher, dass das die Hausnummer 79 ist. In der Straße Carrer de Sant Magí, also schreibt sich Magí, liest sich vielleicht auch Magí, aber so wie ich das im Spanischen kenne, ist es Magí. Also Carrer de Sant Magí schreibe ich aber in der Beschreibung auch noch. 79 in Palma de Mallorca. Und das ist relativ zentral, sodass man so in 10, 15 Minuten, je nachdem wie schnell man geht, von der Kathedrale der Heiligen Maria, auch La Seu genannt, ja, fußläufig bei der Werkstatt oder bei diesem Laden ist. Oder umgekehrt, je nachdem von wo man kommt, kann man da vielleicht irgendwo in der Nähe parken, weil da sicherlich die Parksituation etwas entspannter ist als direkt zentral in Palma. Und da kann man dann halt ja, in die Werkstatt gehen und dann zu Fuß zur Kathedrale und an der Promenade entlang und so. Das ist auch ja, ein paar Minuten von der Küste entfernt oder von der Promenade entfernt. Wir sind dann auch zurück quasi da gelaufen. Genau, die nicht die E-Mail-Adresse, die Webseite werde ich auch verlinken. Und jetzt dazu, was Tatjana eigentlich macht. Tatjana ist Künstlerin. Sie macht sie macht Faser, ja, Handwerk und Kunst unter anderem. Und dazu gehört Handspinnen, Pflanzenfärben oder halt einfach weiterverkaufen der Wolle von anderen Herstellern auch. Von ein paar, nicht viele. Dann webt sie, soweit ich weiß, und sie macht Lichtinstallationen oder Lichtkunst. Alles könnt ihr auf ihrer Seite nachlesen. Die Seite ist in Englisch auf jeden Fall und Spanisch wahrscheinlich, in Deutsch nicht, aber man sieht halt Fotos von der Werkstatt und dann sieht man auch, was sie so anbietet. Sie macht auch viele verschiedene Projekte. Sie meinte, dass mit Wolle leider nicht so viel gemacht wird auf Mallorca. Sie hat das halt mit reingenommen, weil sie selber strickt und deswegen ja, hat sie halt das mit Wolle reingenommen, aber sie meinte, dass es auf Mallorca nicht so stark auf Naturgarne oder naturgefärbte Garne geachtet wird, viel mit Acryl gemacht wird und ich denke mal, dass es insgesamt nicht so viel gestrickt wird. Auf Mallorca, eine warme Insel oder relativ warme Insel, ich würde da stricken auf jeden Fall oder ich habe da ja auch gestrickt. Man kann ja auch aus schönen Naturmaterialien Sommersachen stricken und es ist ja auch mal kalt da. Man muss vielleicht nicht unbedingt aus Letlopi Jacken tragen, aber auf jeden Fall kann man Wollsachen auch dort tragen im Winter, aber es wird wohl nicht so viel gemacht. Ja, und jetzt zeige ich, was ich dort gekauft habe. Ich habe ein bisschen Wolle gekauft, von Tatjana selbst gefärbt und ein bisschen Wolle von anderen Herstellern, die sie gekauft. So, und zwar fange ich ich fange an. Ich habe bei Tatjana etwas von Wool Dreamers gekauft. Sieht man das überhaupt? Sieht man nicht so gut. So, Wool Dreamers. Die Beleuchtung bei mir ist mal wieder katastrophal, weil ich halt, so sitze. Das ist von Wool Dreamers, Dehesa de Barrera. 100% Merino-Wolle aus Spanien und das sind 410 Meter auf 100 Gramm. Also Fingering, vielleicht ein bisschen Light Fingering und das ist, soweit ich das einschätzen kann und ich glaube, Tatjana hat das auch gesagt, das ist ungefärbt, das ist ein schönes, ganz, ganz leicht gräuliches Naturcreme, würde ich sagen, oder halt einfach nur naturweiß, ja, also schönes, sauberes Schaf. Davon habe ich 3 gekauft und dazu habe ich etwas von Tatjana gefärbtes mitgenommen. Das ist dieses hier. Das ist Pearl and Poem from Nature, Botanical Color, Hand-Dyed by Open Studio 79. Also das ist Silk Mohair von ihr
Pearl und Poem. Tut mir leid wegen der Verwirrung. Das sind 70% Mohair, Kid Mohair, 30% Mulberry Silk und der Name ist Rusty Love. Ja, also das ist ein bisschen rusty, hier dieser Part. Hier aber auch mit Naturfarben und ein bisschen Gelb, Orange, so rusty. Und ich finde, die passen sie passen sehr gut zusammen und passen auch sehr gut zu mir. Davon habe ich 3 Pärchen mitgenommen und weiß noch nicht genau, was ich daraus machen werde. Es ist ja im Moment auch nicht unbedingt notwendig, aus reiner Wolle und Mohair was zu stricken, weil es hoffentlich immer wärmer wird bei uns. Aber auf jeden Fall wollte ich schon lange Wool Dreamers Wolle ausprobieren und war mir unsicher, ob das nicht vielleicht zu rustikal oder zu griffig ist. Ist es nicht. Ja, also es ist schon eine trockene, ganz leicht griffige Wolle, aber eigentlich nicht. Ist halt Merino, spanische Merino, ist, denke ich, weicher als die deutsche Merino, aber ist nicht so wie australische, typische Merino-Wolle, die wir vielleicht so häufig nehmen. Also ist auf jeden Fall nicht Superwash ausgestattet und damit auch, ja, macht sie mich glücklich. So, davon habe ich, wie gesagt, 3 Pärchen mitgenommen, sodass es auf jeden Fall für eine gute Pullovergröße für mich reichen müsste. So, dann habe ich noch andere Wolle mitgenommen, die ich auch schon längst probieren wollte. Das ist die Gilead von der Rerum Natura. Und das ist die Farbe Poivre et Sel, also Pfeffer und Salz, glaube ich, heißt das auf Französisch. Das ist die 321002, meine ich. Das ist 100% Wolle aus, also das ist ja ein französischer Hersteller, das ist non Superwash. Aber ich habe ihre, wie heißt denn die andere, die dünner ist, auch so, genauso gesponnen, aber dünner. Die Rerum Natura Ulysse habe ich ja schon in verschiedenster Art verstrickt. Und das war portugiesische Wolle, glaube ich. Merino d'Arles in Provence. Das scheint französische Wolle zu sein, also rein französische Schafe auch sozusagen. Ja. Da sind 250 Meter auf 100 Gramm, also mit 4er, 5er Nadel zu verstricken. Ja, die Farbe ist vielleicht so, sie ist heller als jetzt zu sehen ist. Eigentlich, ja, das ist, glaube ich, eine gute Darstellung der Farbe. So. Man sieht, dass sie nicht gleichmäßig bräunlich ist, sondern halt so mal heller, mal dunkler. Also sieht sehr natürlich aus. Finde ich sehr schön, fühlt sich sehr schön an. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe eine Maschenprobe gemacht. So, ich habe sogar eine große Maschenprobe gemacht mit 2 verschiedenen Nadelstärken. Also hier die eine Nadelstärke, hier die andere. Weil ich mir echt unsicher war, wie sich die Wolle verhalten wird beim Stricken, weil sie ist so ein bisschen dehnbar, ja, und sehr fluffig. Und da war ich mir echt überhaupt nicht sicher, wie ich sie stricken soll, damit ich die Maschenprobe, die zum Beispiel hier angegeben ist, treffe. Und hier sind 17 bis 19 Maschen angegeben auf 10 cm und 25 bis 27 Runden oder Reihen. Ja, also habe ich das gestrickt und ich komme mit der 4er Nadel, das ist das unten, hier komme ich auf 17 Maschen auf 10 cm und vielleicht so zu Info. Ich sehe, dass das die 4er Nadel war, weil ich hier 4 linke Maschen auf glatt rechts reingestrickt habe. Ja, also, oder 5, das ist 5er. Das ist die 5er Nadel. Ich habe hier 5 linke Maschen auf glatt rechts reingestrickt, damit ich weiß, dass das die 5er Nadel ist und nicht die 4er, wie ich eben fälschlicherweise gesagt habe. So, und das hier, also der zweite Teil ist vielleicht nicht ganz sauber, im Sinne, man müsste eigentlich abketten und neu anschlagen, aber auf jeden Fall habe ich das mit 5,5er Nadel gestrickt und das habe ich hier markiert mit 5 linken Maschen,
plus 2 Löcher. Ja, also 2 Umschläge. Der erste Umschlag steht für 5,25, der zweite Umschlag steht für 5,5 und der dritte würde stehen für 5,75. Wenn es das gäbe. Ja, also es gibt ja keine 5,25 normalerweise und auch keine 5,75, aber ich dachte, ich ziehe das mal mit dieser Systematik durch, so dass wenn ich zum Beispiel mit einer 2,25 oder 3,25 etwas stricke, dass ich das unterscheiden kann von den Maschenproben, wo ich halt mit dickeren Nadeln gestrickt habe. Ja, also die Idee ist, mit den linken Maschen, bei Maschenproben markiere ich das, was vor dem Komma steht in der Nadelstärke, und mit den Löchern, also mit Umschlägen und dann 2 zusammen, markiere ich die Schritte nach dem Komma. Ja, und es gibt dann halt insgesamt nur 3 Schritte es gibt ja insgesamt nur 3 Schritte, also 25, also 0,25, 0,5 oder 0,75. So, das ist meine Idee bei dem Markieren. Es gibt auch, also viele Podcasterinnen bzw. viele Strickerinnen machen das ähnlich. Ich konnte mir nie merken, wie sie das machen, also habe ich mir das jetzt halt einfach so gemacht und werde das so beibehalten für meine Maschenproben, die ich ja recht selten mache. Ja, und jetzt werde ich das behalten an mein Maschenprobenboard, das ich ja durchaus habe, dran pinnen, und dann weiß ich später, ja, wovon ich auszugehen habe, wenn ich daraus stricken möchte. Daraus werde ich wahrscheinlich ein Cardigan stricken, ja, weil ich habe schon ein Cardigan aus Ulis, also die Rerum Natura Ulis, und das trägt sich sehr gut und das ist halt dicker, schneller fertig. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. So, das waren meine Einkäufe bei Tatjana. Ich muss mal auf die Uhr schauen, dass ich alles noch schaffe, bevor mein Hund zurück ist und bevor die Pause vorbei ist. Die Beleuchtung funktioniert aber auch echt gar nicht. Ich habe hier nur so ein Lämpchen stehen, aber das reicht irgendwie nicht. Hier vielleicht so ein bisschen. Genau, das war mein Bericht über meinen Besuch bei Tatjana, das, wie ich schon gesagt habe, ein totales Highlight war für mich, was Stricken oder was Faser angeht. Und das war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr in Palma seid oder grundsätzlich auf Mallorca, es lohnt sich, dahin zu fahren. Am besten schreibt ihr aber Tatjana vorher per E-Mail an, so dass ihr ja euren Besuch ankündigt. Das steht auch auf ihrer Seite, dass man sie anschreiben sollte. Das habe ich auch gemacht. Und sie hat sehr, sehr schnell reagiert, hat mir auch eine bestimmte Zeit vorgeschlagen, weil sie nachmittags das Studio zumachen wollte. Und so, gut, das passte mir sowieso. Ich wollte sowieso vormittags vorbeikommen. Als erstes, was wir gemacht haben in Palma natürlich an dem Tag. Und das passte sehr gut, ja, also Besuch ankündigen, beziehungsweise einen Termin vereinbaren und vorbeikommen. Und wie gesagt, sie spricht Deutsch, also wunderbares muttersprachliches Deutsch. Diejenigen von euch, die kein Englisch können oder kein Spanisch können, sind da trotzdem sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, dann was die Strickzeit angeht auf Mallorca, ich hatte leider nicht so viel Strickzeit. Also es gab hier und da mal eine Stunde vielleicht, aber ich hatte da deutlich weniger Strickzeit, als ich zu Hause habe, weil ich abends recht müde war. Ja, also wir waren ja schon viel unterwegs, die meiste Zeit draußen natürlich, und dann ist man um 9 völlig K.O. Ja, und meine Tochter durfte natürlich später ins Bett gehen, sodass ich eigentlich gleichzeitig mit ihr ins Bett gegangen bin, meistens. Zwischendurch habe ich aber gestrickt. Ich habe auch natürlich immer beim Essen gestrickt. Ja, das war, weil meine Tochter sehr lange isst, habe ich das für mich immer als Chance gesehen, auch da ein bisschen zu stricken. Und jetzt seid ihr bestimmt total gespannt darauf, was habe ich denn mitgenommen von dem, was ich in der ersten Folge gezeigt habe. Ja, das löse ich jetzt auf. Ich habe leider nicht die Decke, also diese Anthology Throw Decke mitgenommen, weil ich befürchtet habe, dass sie viel zu viel Platz einnimmt in dem Koffer und weil sie zu schwer gewesen wäre. Ja, also die Decke blende ich hier wieder ein. Ich zeige sie jetzt nicht nochmal. Ich habe zwar also zu Hause noch, bevor wir weggefahren sind, daran gestrickt, und danach, als wir zurückkamen, habe ich jetzt auch schon wieder daran gestrickt, aber man sieht jetzt nicht so großartig den Fortschritt, weil sie schon recht
breit ist und ja, jede Reihe halt schon lange dauert, jede Runde schon sehr lange dauert. Aber ja, und das mit dem Gewicht, dazu sage ich später was, ja, was Flüge angeht und Gewicht und so weiter. Vielleicht könnt ihr davon profitieren, von dem, was ich erzähle. Ich habe also mitgenommen den Cumulus T von Petit Nit in dieser schönen Sage-grünen Farbe, zeige ich gleich. Und den Enkas-Cardigan von Petit Nit und vorwiegend an dem Cumulus T gestrickt. Ich habe übrigens in der letzten Folge ständig gesagt Cumulus Bluse. Das ist nicht korrekt. Ich hatte das dann so als so Schriftzug korrigiert gehabt, aber einfach nochmal jetzt auf dem verbalen Wege. Das ist das T-Shirt, ja, also das Cumulus T-Shirt, also Cumulus T, woran ich stricke. Ich habe letztes Jahr schon angefangen, dann über den Winter das Strickstück liegen lassen, einfach nur, weil es für mich keinen Sinn machte, weil das ein Sommergarn und Sommerprojekt ist. Und da habe ich halt auf Mallorca weiter gestrickt und ich bin so weit. Ich zeige das jetzt. So. Also das ist ein V-Neck. Hier kommt noch so ein, wie heißt das? I-Cord. Genau, also so ein I-Cord. Das mache ich diesmal. Bei der anderen Version habe ich es nicht gemacht, aber diesmal mache ich das, weil ansonsten ist der Ausschnitt schon wieder viel zu groß eigentlich. Und ich bin eigentlich so von der Idee aus der Anleitung wäre ich jetzt fertig. Ja, also die Ärmel sind längst abgetrennt. Hier ist auch einiges gestrickt worden. Und ja, vielleicht zur Konstruktion. Man fängt, glaube ich, hier oben an und nimmt dann halt zu in alle Richtungen. Das ist eine Raglan-Konstruktion. Und dann irgendwann, zuerst strickt man quasi wie so ein Cardigan und dann irgendwann hat man hier zugenommen, also hier genug zugenommen, sodass man hier in der Mitte verbindet und dann strickt man in Runde und trennt die Ärmel ab. Und ja, ich habe die kleine Modifikation gemacht, dass ich hier an der Seite, an beiden Seiten ein bisschen zugenommen habe, weil ich eine relativ große Oberweite habe und ja, Hüften habe. Und ja, habe mir das Ganze etwas breiter gemacht und dann anprobiert und festgestellt, dass es nicht notwendig ist, das noch breiter zu machen, weil das T-Shirt schon recht ja, oversizig ist. Sieht man auch so vielleicht. Ich stricke in Größe 3, glaube ich. Jedenfalls seht ihr das in meinem Revelry-Projekt. Und ich habe mich ja entschieden, eine Tunika draus zu machen. Indem ich halt einfach lange stricke, bis ich kein Garn mehr habe. Ich habe noch 1,5 Knäuel von diesem Garn. Also das habe ich noch ganz und dann habe ich noch so, ja, weniger als die Hälfte von dem anderen Garn. Ja, das ist Tinline von Sandnes Garn in Farbe 6841, also in diesem schönen Sage oder ja, so ein bisschen dunkler, glaube ich, als das, was eigentlich als Sage gilt. Also so ein grünliches Garn, das aus, wo steht denn das? Aus 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen besteht. Ja, und ein sehr, sehr schönes, fließendes Sommergarn ist. Kann ich auch eigentlich nur empfehlen, ist nicht teuer, ist aber sehr dünn. Es gibt auch Line, glaube ich, von Sandnes Garn auch einfach nur Line. Das ist, glaube ich, so doppelt so dick. Das ist für mich persönlich für Sommersachen zu dick. Aber dieses hier finde ich sehr schön. Wenn ihr aber ja kein Problem damit habt, für Sommer etwas dickere Baumwollleinen gemischte Sachen zu stricken, dann könnt ihr auch Line nehmen. Und es gibt, glaube ich, auch mittlerweile Tick-Line oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie dick das ist, aber vielleicht ist es noch dicker, weil dann haben sie halt 3 Varianten von dünn bis ganz dick. So. Und das strickt man mit der Nadelstärke 3 und damit stricke ich es auch. Genau. Das waren meine
Erfahrungen auf Mallorca. Dann sage ich noch ein paar Worte zu den Flügen. Und zwar in der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass ich mich entschieden habe, das improvisierte Oberteil, das ich für meine Tochter stricke, mit ins Flugzeug zu nehmen, um daran während der Flüge hin und zurück zu arbeiten. Und das habe ich auch gemacht, damit mir die Nadeln nicht weggenommen werden an der Sicherheitskontrolle, habe ich Holznadeln von Lücke mitgenommen, die aber abgeschraubt, also austauschbare Holznadeln, sie abgeschraubt und in mein Federmäppchen gelegt, zusammen mit vielen weiteren Stiften und ähnlich geformten Gegenständen. Und damit hatte ich auch keine Probleme. Ein paar von euch haben auch unter der letzten Folge geschrieben, dass ihr das auch so macht. Genau so hat das auch funktioniert. Das gab wirklich an keiner Stelle ein Problem. Es wurde nicht nachkontrolliert. Die sind einfach so durchgerutscht, die Sachen. Und dann habe ich tatsächlich auch dran gestrickt und auf dem Rückflug abgekettet. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich das Ding abgelegt habe. So, jetzt musste ich das holen, weil ich nicht mehr wusste, wo das ist. Ich habe es aber gefunden. Ja, genau. Also ich bin nicht ganz fertig, aber ich habe schon unten abgekettet. Ich muss nur noch die Ärmel so ein ganz bisschen mit so einem Rand versehen und ja, dann waschen und Fäden einnähen. Auf jeden Fall sieht das gerade so aus. Das sieht extrem klein aus. So, also wie man sieht, habe ich Rundpasse gemacht. Hier so ein bisschen Strukturmuster. Ich werde das Projekt verlinken, von dem ich das Strukturmuster habe. Und hier unten noch so ein bisschen anderes Muster, auch aus dem anderen Projekt und in einer anderen Farbe. Ja? Ich habe schon letztes Jahr angefangen und da passten die Maße so perfekt für meine Tochter. So, Farbe sieht man jetzt nicht so. Hier, so sieht man die Farbe gut. Also sie ist tatsächlich so knallig, wie jetzt hier. So. Ja, wie gesagt, ich habe letztes Jahr alles abgemessen, ja, improvisiert mit Rundpasse und das Ganze ja bis hierhin gestrickt ungefähr. Und das habe ich dann bei den Flügen hin und zurück fertig gestrickt. Und ich hoffe, dass das meiner Tochter immer noch passt. Ich habe ja für mich so ein Teil als Teststrick, das ich ja verlinke, gestrickt letztes Jahr. Und ich weiß, dass das Garn sich dehnt. Ja, also mein Strickstück, mein T-Shirt hat sich sehr ausgedehnt. Also nicht sehr, aber ist schon um ja, gute 5 bis 10 Zentimeter gewachsen. Also quasi insgesamt im Umfang ungefähr um 10 Zentimeter oder vielleicht 8 Zentimeter gewachsen, so dass ich davon ausgehe, dass das halt bei diesem Strickstück auch passieren wird. Ja, ich habe hier das Garn Eco Puno von Lana Grossa. Ich werde alles verlinken. Ich weiß jetzt die Farben nicht mehr auswendig. Ich werde sie einblenden vielleicht und ja, sowieso verlinken. Das kennt ihr ja von mir. Ja, das habe ich auf jeden Fall auf den Flügen fertig gestrickt. Viel Zeit. Oh, das ist gut mit der Farbe. Genau, und ich werde hier in dieser dunklen Kirschfarbe auch die Ärmelbündchen hier fertig machen. Ja, mehr wollte meine Tochter nicht, aber das passt auch gut. Ich habe auch kein weiteres Garn dazu. So, genau, das habe ich sehr gut zu Ende stricken können. Dann vielleicht für euch so als Info, Eurowings ist ja jetzt keine teure Fluglinie. Wir hatten, keine Ahnung, mittelteure Tickets und nicht so viel Handgepäck oder richtiges Gepäck zum Aufgeben gebucht gehabt. Und es hat sich auch bewahrheitet, eigentlich habe ich zu wenig gebucht gehabt, so dass wir auf dem Hinweg 2 Kilo Übergewicht in dem aufzugebenden Koffer hatten. Das habe ich dann bezahlt. Und bevor wir zurückgeflogen sind, dachte ich, okay, ich gucke mal, welche Möglichkeiten ich habe, das Problem zu vermeiden. Und es gab tatsächlich die Möglichkeit, noch ein Handgepäckstück hinzuzubuchen vor dem Abflug bei dem Check-in. Und das kostete weniger, beziehungsweise das Handgepäckstück durfte bis zu 8 Kilo Gewicht haben. Und die Zuzahl und ich bekam das Recht,
als Gruppe 1, also prioritär, in das Flugzeug zu steigen, bevor Gruppe 2 einsteigen darf. Das war mir aber nicht wichtig, mir war das Gewicht wichtig. Ja? Und für diese 8 Kilo zusätzliches Gewicht, zusätzliches Handgepäckstück, habe ich weniger bezahlt als für 2 Kilo zu viel Gewicht bei dem aufzugebenden Koffer. Also vielleicht könnt ihr davon profitieren, wenn ihr mit Eurowings fliegt. Ja, das war jetzt mein Bericht zu Mallorca. Damit endet mein Mallorca-Vlog. Ich bedanke mich natürlich dafür, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, ihr konnt irgendwas mitnehmen. Ich hoffe auch, dass ihr gut unterhalten wurdet und freue mich auf das nächste Gespräch, auf das nächste Video, auf eure Kommentare, auf neue Abonnements. Ich freue mich darauf, wenn ihr mich auf Instagram oder auf Revelry hinzufügt oder mir folgt, wenn ihr mich anschreibt. Ich freue mich einfach nur auf die Kommunikation und den Austausch und wünsche euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende oder eine schöne Tageszeit, je nachdem, wann ihr mich guckt. Und ja, freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.